Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, und dieser Sherlock scheint von nervösen Zuckungen schon aufgewühlt zu sein, denn die Fälle derzeit nehmen ihm dann doch ein bisschen mit. Für sein Kopf. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, also, in der letzten Folge waren wir hier im Flüchtlingslager unterwegs und zuletzt bin ich da irgendwie ins Wasser reingelaufen, war dann scheinbar ertrunken, keine Ahnung. Und ich wollte dann offscreen mich hier schon mal weiter umschauen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich hier solche Suchsachen immer offscreen mache, denn das ist für euch wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wenn ich hier eine halbe Stunde verpeilt rumrenne. Und tatsächlich bin ich gleich am Anfang hier schon auf etwas gestoßen, was uns weiterbringen könnte. Ich weiß es nicht genau. Hier haben sich wohl Leute unterhalten. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. Und eine Malpal. Die kennen wir ja auch schon. A single Malpal butt. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Na gut, dann versuchen wir das mal. So, ich glaube, das wird ein wenig komplizierter. Fangen wir mal, können wir hier vorne anfangen. Aber ich glaube, das steht ja schon fest. Genau, also. Der Mann hier mit dem Bart, der hinkende Mann, ist also ins Lager eingedrungen. So, was war dann hier die erste Station? Nee, ich glaube, das war nicht die erste Station. Da war er dann schon tot. Er wurde... Was gibt's hier noch? Da steckt das Messer auch schon in der Brust. Und dann wurde er da reingetreten. Während bei dieser Version hier hat er da auch schon... Doch, das hat auch schon ein Messer. Hier passt das vielleicht eher mit der blutigen Hand, ne? So. Stolpert. Hatten wir hier Blutflecken? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ach, vielleicht ist er gestolpert. Ach so. Ist vielleicht gestolpert und hat sich selbst erstochen. Die haben dann quasi nur nachgeholfen. Er hat ihn verfolgt, der ist weggelaufen. Was ist das hier? Dass er sie beschützen wollte? Okay. Also, er wollte sie da rausholen. Er wollte hier eingreifen mit dem Stock. Ist aber nicht geschafft. So könnte ich es mir vorstellen. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force.
One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Ach so. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. Ich dachte, die hätten ihn noch You reingeschossen. live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Gut, so. Was ist jetzt hier nochmal? Im Lager befindet sich ein verletzter Flüchtling. Sein Zustand ist ernst. Die Schnittwunde im Brustbereich ist tief und blutet. Er hat Fieber und ist dehydriert. Der Mann wird an einer Infektion sterben, wenn seine Wunde nicht behandelt wird. Ich sollte versuchen, etwas im Lager aufzutreiben, damit ich ihm helfen kann. Gut, machen wir das erst noch. Aloe Vera. I can use this to stop the infection from spreading. Hat das jetzt genommen? Efeu? Nausea and stomach pain is not what he needs now. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Okay, was brauchen wir noch? Etwas zum Säubern, etwas zum Desinfizieren, etwas zum Verbinden. Also zum Desinfizieren und Verbinden haben wir jetzt schon. Und noch was zum Säubern. I'll use it to create a solution. So, können wir ihn jetzt behandeln? Bis da. That will kill, not save him. Hä? Ah, jetzt hat es auf einmal genommen. Beim 10. Mal klicken. So. So. Hakt er das jetzt auch irgendwie ab hier? Das Wasser aus dem Kessel ist sauber genug. Aloe Vera ist ein gutes natürliches Mittel gegen Infektion. Und... I've plated all the ingredients. Now to prepare the first aid solution. Oder müssen wir jetzt wieder Chemie anwenden hier? Na klar. So, chemische Analyse. Okay. Wir haben Zusammenkippen, wir haben Plus und Minus vertauscht, wir haben Plus drauf, Minus drauf. Was brauchen wir? Also 3 und Minus. Nummer 2. So. 1 und Minus. 1 und das können wir schon mal vermischen. So, und jetzt machen wir noch 4 und Plus und Minus verkehren. Und das vermischen wir auch wieder miteinander. Und dann haben wir es.
So, ich habe eine Lösung hergestellt, um die Wunden zu säubern und die Blutung zu stillen. Sehr schön. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Könnten wir ihn jetzt nicht auch befragen, was hier los war? So, und was war die zweite Herausforderung von ihm? Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird. John schlägt vor, dass wir diese Sache auf den Grund gehen, indem wir uns im Lager umhören. Allerdings sollten wir das tun, bevor wir das Lager verlassen. Back off. Der spricht nicht mit uns. No one deserves to end up in a place like this. Help me, please. A solid question, sir, but I don't have the answer. You still here? Das will ich noch nicht I'll machen. just look around and do my paperwork. You won't even notice me. I wish. Mr. Harlow, your refugees didn't murder Oh anyone. nein. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Aber wir haben immer noch die... Ja, gut. Ich traue mich gerade nicht rauszugehen. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Okay, jetzt... Is this familiar to you? They often take us from the camp to work. Most don't mind, though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. Was that depravity in the photograph one of the workplaces the refugees are taken to? And all the while the police look the other way. Ugh, typical. Okay, haben wir das jetzt damit erledigt? Scheinbar noch nicht ganz. Aber gut, dass wir den Mann hier von der Verwaltung doch erst angesprochen haben, sonst hätten wir hier wahrscheinlich noch 10 Jahre rumgesucht. Help me, please.
Sorry, we don't see much here. Haben die Polizisten noch was dazu? Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Das weiß ich nie so richtig. Aber ich muss es doch versuchen, John. Ich muss es doch versuchen. May I ask you something? Sorry. We don't see much here. Ist nicht doch noch was? Gut, der lässt uns jetzt durch, hoffe ich mal. Oh, ja, gut. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Naylor? Naylor. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Naylor's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Naylor, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Naylor? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Naylor, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Okay, wir haben neue Gedankenspiele. Naylor ist die Frau auf der Fotografie. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Was haben wir hier? Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Okay. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangigen Staatsdienern verliehen, sowie dem Vergewaltiger auf dem Foto. Okay, fallen wir ein paar Mal nur noch ein. Johns Zeichnung eines Vergewaltigers. John zeichnete die Fotografie einer Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Mercurius Wohnung gefunden. Auf der Zeichnung ist der Vergewaltiger zu sehen. Ein Mann in rotem Anzug mit Schwänzen auf dem Rücken. Naylor zeichnete einen auffälligen kreuzförmigen Orden, den sie auf der Brust des Vergewaltigers gesehen hatte. Hier. Orden wie dieser werden normalerweise nur hochrangigen britischen Amtsträgern verliehen, von denen nicht gerade viele Kordoner bereisen, geschweige denn auf der Insel arbeiten. Okay, müssen wir irgendwo recherchieren.
Noch gucken, wo. Der Mann, der tot im Lager gefunden wurde, hat eine auffällige Tätowierung im Halsbereich. 2 übereinander angeordnete horizontale Linien mit einem Punkt darüber. Dieser Mann kam nicht aus reinem Zufall hierher. Vielmehr spielt er eine sehr wichtige Rolle bei diesem Fall und seine Tätowierung könnte mir helfen, diese Rolle zu verstehen. Gut. Aber erstmal möchte ich das hier noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Hier können wir nicht nochmal sprechen. Kann er uns da noch was zu sagen? At least some of your kind have a hat. Thank you again. At least some of your kind have a hat. Thank you again. So, hier kommen wir nicht hoch. May I ask for your assistance? Sorry, we don't see much here. Can you satisfy my curiosity? Sorry. We don't see much here. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on Oder purpose? müssen wir die Beweise ihm... You still here? Was ist denn das jetzt hier? Das hier, ne? The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Your problem, not mine. Ich gehe mal alles durch. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Okay. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir die Herausforderung angenommen und wir müssen ordentlich recherchieren. Wo ist jetzt die Frage? In der Zeitung? Bei der Polizei vielleicht, ne? Obwohl, nee. Ja, das eine bei der Polizei, das andere bei der Zeitung, würde ich sagen. Gut, aber sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Nein. Hier noch das und das. Aber ansonsten würde ich sagen, alle Hinweise erhalten. Sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.